Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier zurück in der Brickworld, hier in der Stadt Brickgate zu einem weiteren Update-Video. Und zwar hatten wir im letzten Video hier am Bahnhof weitergearbeitet. Wir haben die Front hier ein bisschen verbessert, erhöht. Wir haben ein paar kleinere Fehler behoben, besser gesagt. Wir haben hier drüben die Öffnung komplett gebaut, damit man eben auch in der oberen Etage durchschauen kann. Und hier auch mit der Wand begonnen für die hinteren Läden. Aber heute werde ich nochmal vor den Bahnhof gehen und eine Stelle bearbeiten, die schon mich ein bisschen länger nervt. Und zwar geht es um diesen Bereich. Da stehen ein paar Dinge an. Zum einen müssen wir die Straße nochmal um einen Brick verbreitern. Das ergab sich da, als wir die Straßenbahn eingebaut haben. Die weißen Streifen sollen hier raus, denn innerorts in der Stadt gibt es die eigentlich gar nicht. Dann soll das bei dem Zuge gleich das restliche Kabel hier vom Ferrari unter die Straße gelegt werden. Dann muss natürlich der ganze Grünstreifen hier nach vorne geschoben werden. Das wird eine Sache, die mir jetzt schon ein bisschen Unbehagen bereitet. Das hier möchte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen optimieren. Das hier kommt ja eh demnächst weg. Und dann würde ich, glaube ich, hier gerne noch in den Grünstreifen 2 Bäume stellen. Und zwar Bäume von der Art, die wir letztens gebaut haben, hier mit dieser Technik. Ich glaube, das würde dem Ganzen da vorne nochmal ein bisschen einen schönen Touch geben. Und wenn wir eh schon dabei sind, das fällt auf, wenn das Licht aus ist. Kann man mal kurz machen. Ich mache mal kurz das Licht aus hier im Raum. Jetzt brennt hier noch oben das Licht, das machen wir auch noch aus. So, jetzt ist absolut keine Beleuchtung mehr im Raum. Es ist aus dem Nacht, deswegen sieht man das auch noch ganz gut. Und zwar bekommen wir hier vorne einen relativ dunklen Bereich in der Stadt. Das ist persönlich keine so schöne Sache, finde ich. Das heißt, wir werden hier vorne noch eine Straßenlaterne aufbauen. Das ist eh eine Sache, wenn wir eh schon dabei sind, hier die Straße aufzumachen, können wir auch noch das Kabel verlegen. Wobei es auch noch eine kleine Geschichte wird, denn ich glaube, der Verteiler ist irgendwo hier unten drunter. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir da überhaupt noch ein Kabel hinbekommen für dieses sehr, sehr große Modul. Wir werden einfach mal schauen, wohin sich die Reise begibt. Ich rede schon über 2 Minuten, was ich machen möchte und habe noch nichts gemacht. Also fangen wir jetzt gleich mal nach dem Intro an. Ihr seht hier das Trümmerfeld von dem, was ich gerade alles herausgenommen habe. Und ich muss sagen, es macht mich doch ein bisschen traurig, weil es natürlich doch einiges an Arbeit war. Aber es einfach rauszunehmen und versetzen zu können, ist einfach nicht möglich gewesen, weil das so auf diese spezielle Konstruktion ausgelegt war, dass ich das Ganze jetzt hier rausgerissen habe, die ganzen Grünstreifen. Und ja, mir blutet ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Aber ich hoffe einfach, dass es für etwas Besseres herhält. Wir müssen ja auch hier eigentlich die ganze Pflasterung umändern, weil die soll jetzt auch versetzt sein. Sieht einfach realistischer und besser aus. Hier haben wir ja noch diese gehabt. Das wird natürlich auch in absehbarer Zeit geändert. Vielleicht auch heute schon mal schauen. Aber der erste Schritt ist jetzt auf jeden Fall, dass ich hier den Streifen rausmachen werde. Das heißt, ich muss die ganze Straße hier mal etwas lockern und den Streifen hinten einbauen, hier auch rausnehmen und dann nochmal um 2, 3 Plates mal schauen, wie es aussieht. Verbreitern, das wird auf jeden Fall auch noch eine interessante Geschichte. Aber ich denke, dass wir auch in der Hinsicht auf einem guten Weg sind, dass das Ganze eben einfach eine bessere Geschichte wird und es am Ende der Brickworld gut tun wird. So, ich habe ein paar Kleinigkeiten geschafft. Ich dachte, ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben. Ich habe jetzt erstmal den Ferrari nochmal aufgemacht, habe ihn ein kürzeres Kabel verpasst und zwar eins, das eben nur bis hierher führt. Und habe jetzt mich dafür entschieden, nicht hier nochmal alles aufzureißen, sondern das Kabel, das eigentlich in den Ferrari führte, hier unten zu einem Verteiler zu führen. Davon gehen jetzt 2 Kabel weiter, eins zum Ferrari, eins geht hier auf die andere Straßenseite, hier liegt's. Und damit werde ich dann später die Straßenlaterne anschließen. Und damit habe ich jetzt gar nicht das Problem, dass ich hier drüben jetzt noch irgendwas groß öffnen muss. Es ist eh schon genug Baustelle und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das da drüben nicht auch noch aufmachen muss. Jetzt werden wir auf jeden Fall hier, ich habe hier irgendwo den Streifen gebaut, ohne weißen Streifen sozusagen. Der kommt jetzt da rein, dann kommt noch eine Reihe Teils rein und dann kann ich das hier wieder anfügen. Dann müsste ich hier mit dem Mittelstreifen auf die gleiche Höhe kommen wie mit diesem gebauten. Ich schaue einfach mal, aber ich glaube, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Die Verkabelung ist jetzt auch schon mal ein ganz gutes Stück gelöst und das wird auf jeden Fall helfen, hier jetzt weiter voranzukommen. So, es fügt sich alles wieder zusammen, auch wenn hier immer noch ein bisschen Chaos herrscht. Ihr seht, ich habe jetzt hier alle Platten mal runtergenommen, was ja eh notwendig war, weil wir hier das Muster anders verlegen werden.
Aber ich habe jetzt auch die Straße so weit wie nötig hier wieder verlängert. Es geht nicht hundertprozentig auf, es gibt eine ganz, ganz kleine Lücke hier vorne. Da die aber durch das Beet versteckt ist und man es eigentlich von der anderen Seite so nie wirklich sehen würde, selbst dann fällt es einem nicht wirklich auf, lassen wir das einfach auf jeden Fall so. Ich habe das Beet deshalb auch einfach jetzt bis hier vorne an die Kante gezogen vom Modul, dann wird es alles noch ein bisschen schöner versteckt. Hier seht ihr, dass das Kabel vom Ferrari in die Straße geht. Ich habe ein bisschen Spiel gelassen, damit wir einfach hier ein bisschen die Möglichkeit haben, den ein bisschen zu platzieren. Und hier geht das Kabel für unsere Straßenlaterne raus. Die muss ich auch gleich noch bauen, die Kabel durchziehen. Ich hoffe, dass ich alle Steine noch da habe für eine. Müsste ich aber haben. Und dann muss ich die auf jeden Fall gleich schon mal platzieren, um einfach zu schauen, wo die dann später hinkommt, damit das Ganze auch nicht wieder ein Problem wird mit der Platzierung. Aber grundsätzlich kommen wir auf einen sehr guten Weg wieder. Und es sieht auch einfach deutlich besser aus, auch der Übergang, dass wir jetzt eben diesen weißen Streifen hier nicht mehr drin haben. Dadurch haben wir jetzt einfach hier einen ordentlichen Übergang. Auch über die Kanten hier entlang. Und der Streifen ist jetzt nicht 100% an der richtigen Stelle, aber ich finde, es fällt eigentlich gar nicht auf, weil wir halt hier verschiedene Techniken haben. Wir haben hier die Snot-Technik mit den Tiles und den Plates und hier haben wir halt die Tiles aufgebaut, ganz normal, aber es fällt eigentlich auf. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen dicker, aber der Abstand passt ganz okay und ich denke, das können wir auf jeden Fall so lassen. Ich mache jetzt weiter. Und so geht es jetzt, wie gesagt, wieder voran. Ihr seht, ich habe jetzt das Beet, beziehungsweise die Beetumrandung ist wieder drin. Ich habe sie ein bisschen anders gebaut diesmal, einfach weil ich hier mit dem Bogen nicht ganz rumgekommen bin, aber es passt jetzt. Ich habe die Laterne angeschlossen, Sie seht, die leuchtet. Man sieht gerade von dem Lichtschein nicht so viel, weil eben hier sehr viel Licht im Raum ist. Das Kabel ist hier drunter, das wird dann hier noch mit in das Beet eingebaut. Und jetzt würde ich sagen, dass ich hier auf jeden Fall erstmal hier entlang fließe und dann auch das Beet auffülle, damit wir einfach dann da so weit kommen, dass wir hier auch wirklich was reinbauen können. Die Bäume muss ich auch noch bauen, wo ich mir überlege, ob ich die Bäume nicht zuerst baue, damit ich die eben schön hier reinbauen kann und dann überbauen kann. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Es hat sich einiges getan, wie ihr sehen könnt. Und zwar habe ich 2 neue Bäume mit der Technik gebaut, die wir das letzte Mal in, weiß nicht, 2, 3 Tagen in dem Video gezeigt hatten, mit eben diesen Stangenelementen. Finde ich, passen hier ganz gut dazu, haben einfach dadurch diese Bautechnik immer eine ganz verschiedene Form, sind flexibel, war in sich stabil und ich habe die beiden jetzt hier vorne in das Beet gebaut, ungefähr den gleichen Abstand zwischen dem Pfosten, also der Laterne und den Bäumen an sich, vielleicht kommt der Laterne noch ein bisschen weiter rüber. Und ich habe jetzt auch hier schon mal angefangen, das Beet an sich zu begrünen, damit lassen sich dann auch, wie gesagt, alle Probleme überdecken, die eventuell erscheinen. Und die Idee ist jetzt eben, dass man das jetzt komplett hier vor durchzieht. Ich habe auch hier schon mal die Fliesen gelegt nach dem neuen Muster, also dieses abwechselnde. Und damit sollten wir auf jeden Fall hier eine viel schönere Optik hinbekommen. Allein schon, wenn wir jetzt hier die Bäume haben vor dem Bahnhofsgebäude, sieht das doch gleich viel besser aus, meiner Meinung nach. Es hat mir jetzt wirklich einiges an Zeit und auch Nerven gekostet, um das Ganze jetzt hier wieder zu begrünen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Dieser Mülleimer tatsächlich hat auch noch eine besondere Funktion. Der hält nämlich diese Wand, die hier ist, noch ein bisschen in Form. Die drückt sich nämlich nach außen, also in diese Richtung. Und der Mülleimer sorgt hier dafür, dass das Ganze in Form bleibt. Ansonsten muss ich sagen, dass es mir doch ganz gut gefällt. Auf jeden Fall sehr viel besser als vorher. Wir müssen mal hier den Ferrari wieder richtig auf die Straße stellen und den Stein hier wegnehmen. Und auf jeden Fall denke ich, dass wir da jetzt mal wieder einiges geschafft haben, was die Sache deutlich besser aussehen lässt. Und vor allem, wir haben halt jetzt auch die ganzen Abrundungen hier, also die Übergänge sind richtig, die Straße ist breiter geworden. Und es sieht wirklich sehr schön aus mit den beiden Bäumen, finde ich. Auch mal schauen, was ich jetzt hier vorne noch mache. Ob wir da das gleiche wieder machen, was wir hatten. Weil ehrlich gesagt, der Brunnen gefällt mir doch nicht so sehr. Da muss ich mal überlegen, was ich hier vorne noch machen kann, damit es nicht total leer aussieht. Wir sehen jetzt natürlich ein ganzes Stück noch hier rüber gerutscht, deshalb wird der Weg hier relativ schmal. Aber wir müssen hier bedenken, dass das hier nur ein Ausschnitt ist. Das heißt, eigentlich ist hier ja noch mehr Weg. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal hier vorne mir noch was überlegen. Aber mit dem Look hier auf dem Bahnhof mit den beiden neuen Bäumen, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, ich habe jetzt meine finale Idee doch noch umgesetzt. Ich habe einiges übernommen von dem, was hier mal war. Den Brunnen habe ich, wie gesagt, rausgenommen, weil der doch irgendwie deplatziert wirkte.
Das hier müsst ihr euch alles mal wegdenken, weil das werden wir demnächst mal abbauen komplett und hier einiges umbauen noch. Also es geht eigentlich nur bis zu dieser Kante hier. Und wir haben jetzt hier wieder den Eisladen und diesen Eisstand mit ein paar Leuten, die da eben Eis kaufen. Hier sitzt schon einer, hier ist noch eine Katze, die rumläuft, hier noch eine Zeitung, die irgendjemand auf den Boden geworfen hat. Und hier ist jemand, der eigentlich für die Straßenreinigung zuständig ist und ist sehr unzufrieden damit, dass hier ein Hundehäufchen liegt, von wem auch immer das ist. Vielleicht bauen wir hier irgendwo in der Nähe nochmal einen Hund hin. Aber sonst würde ich sagen, dass der Bereich hier vorne wirklich einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat. Mir gefällt es. Ich werde jetzt gleich nochmal kurz mit euch. Hier ist noch Bauchaos. Das ist tatsächlich übrigens alles übrig geblieben von dem, was mal hier war. Ist auch eine interessante Geschichte. Ich mache jetzt mal kurz das Licht komplett aus und dann können wir uns hier nochmal das anschauen. Was auf den ersten Blick gleich zu sehen ist, dass die Straße jetzt deutlich heller ist. Das hat auf jeden Fall schon mal gut funktioniert mit der Straßenlaterne. Wir hatten ja hier wirklich einen sehr, sehr großen, dunklen Spot. Und mit den Bäumen hier sieht es wirklich sehr viel besser aus. Hier haben wir jetzt natürlich noch unseren kleinen Stand. Ist jetzt relativ dunkel, aber schauen wir mal, was sich hier noch ergibt, wenn wir hier vorne das hier umbauen. Aber hier mit dem Ferrari, der hier auf der Straße steht, und hier vorne der andere Sportwagen und die Bäume, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es sich jetzt hier entwickelt hat heute. Es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit, das hier zu machen. Und wie gesagt, es hat mir ein bisschen wehgetan, dass ich hier den alten Streifen, den Grünstreifen rausreißen musste. Aber der neue ist mindestens 100% besser, meiner Meinung nach. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, auch eben mit den Bäumen. Das bringt jetzt hier nochmal eine ganz andere Sache hier rein. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich bin wirklich gespannt, was ihr so in den Kommentaren dazu schreibt. Hier fliegt irgendwo eine Fliege durch die Gegend. Jetzt sitzt sie hier auf dem Mast. Auch eine super tolle Geschichte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir demnächst so angehen sollen hier an Projekten. Die Ecke hier vorne geht jetzt wirklich sehr, sehr gut voran, auch mit der Fassade des Bahnhofs. Vielleicht werde ich irgendwann demnächst mal hier den U-Bahn-Eingang bauen. Das wäre doch auch mal eine ganz nette Geschichte. Dann könnten wir mal hier wieder eine Verbindung nach unten bauen und Beleuchtung. Ansonsten bleibt mir wirklich nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Wir nähern uns, glaube ich, den 6.300 Abos. Also auch da vielen, vielen Dank. Und dann bleibt nur zu sagen, bleibt gesund. Viel Spaß beim selber bauen. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss.